Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben die neue Bosch Kappsäge, die GCM 340-305D. Namen sind Schall und Rauch. Das richtig coole an dieser Säge ist, sie ist deutlich günstiger als ihre beiden Kumpanen. Das hier ist die Einstiegsklasse von Bosch in der 305 mm, ergo bis zu 12 cm Schnittkapazitätsklasse. Und die schauen wir uns heute mal ganz genau an. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Säge und den anderen beiden? Und ich sage dir, für 200 € günstiger als die anderen beiden ist das schon ein echter Kracher. Und natürlich kannst du auch in diesem Video etwas gewinnen. Und zwar was? Werkzeug. Wenn du willst, welches Werkzeug, geh einfach bei uns auf die Seite. Du kannst dir sogar dein Werkzeug aussuchen. Das ist doch der Hammer. Alles, was du machen musst, ist einfach mal unten zu kommentieren, welche Säge würdest du nehmen, welche findest du richtig gut oder findest du einige Funktionen hier gar nicht so gut, wie ich halt eben auch. Und übrigens kannst du auf der Seite auch sehen, ob du gewonnen hast. Heute haben wir wieder ein Video der Giganten, weil wir haben hier 305 mm Blätter in diesen Sägen, ja, in allen drei, die wir hier stehen haben. Und damit haben wir eine enorme Schnitttiefe, also wirklich bis zu 12 cm Schnitttiefe. Das können Sie alle, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber heute im Video haben wir vor allem die neue Säge, die neue GCM 340-305D, so ist richtig. Und wir werden uns heute mal Folgendes anschauen. Was ist der Unterschied zu seinem direkten Pendant, nämlich genau der hier, der SDE? Also was sind die ganzen kleinen Unterschiede, die wir hier haben? Wir haben natürlich auch noch die alte Legende hier, die GCM 12 GDL, wo jeder immer dasselbe sagt, wenn er sie einmal so benutzt und hier hin und her fährt und sagt, boah, wie ist es möglich, dass dieses Gelenk so weich läuft und dass man quasi gar nicht merkt, was man hier hat. Ich werde auch mal ein bisschen auf die eingehen, was eigentlich der Unterschied zwischen den beiden, aber primär geht es eben um diese, weil die kann man wirklich 1:1 vergleichen, weil sie technologisch oder rein logisch gleich aufgebaut und gleich funktionieren und auch gleich weit ausheben. Und wir fangen mal gleich bei einem Thema an, über das wir halt sprechen müssen, dem Elefanten im Raum, das ist das Thema Preis. Wir haben hier bei der Säge, bei der SDE, einen Preis von 800 €. Wir haben bei der hier einen Preis von 830 bis 850 €. Übrigens findest du unten in der Videobeschreibung wie immer einen ehrlichen Preisvergleich, wo du dir anschauen kannst, was der aktuelle Straßenpreis ist. Bei der Säge hat Bosch gesagt, wir wollen mal versuchen, die so günstig wie es irgendwie geht herzustellen und vielleicht auch ein paar Funktionen etwas anders zu lösen, um sie günstiger produzieren zu können. Und deswegen bekommst du die hier schon für 600 €. Und ob das für dich eine echte Alternative ist, dass du sagst, Mensch, ja, ich hatte mich interessiert für die oder die Säge und sagst einfach, 800 € ist eine Menge Geld, 800 € ist eine Menge Geld. Ja? Und deswegen schauen wir uns heute mal an, ob du sagst, Mensch, das ist eine echte Alternative. Und das Beste ist, wenn es so ist, schreib es unten in die Kommentare und schon kannst du Werkzeug gewinnen. Und jetzt schauen wir uns mal die Unterschiede zwischen genau den beiden Sägen an, der SDE und der 305D. Und wir schauen uns wirklich mal Punkt für Punkt an, wo hat Bosch denn hier eigentlich gespart? Oder ist die neue und günstige Säge vielleicht in einigen Dingen sogar besser als die alte? Und gleich bei der ersten Sache ist es so, Bosch hat komplett verkackt. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat, nämlich bei diesem Knopf dort. Es ist so, dass man hier das Sägeblatt natürlich hier in dieser Position unten festhalten kann, um das Ganze zu transportieren. Ich muss hier einfach nur hier festziehen, ja, dann runter, Knopf rein und dann kann ich die Säge hier dran ziehen oder tragen und transportieren. Schön. Ich habe hier einen Knopf, um das zu tun. Einfach reinstecken und dann hält es fest. Der Knopf ist rot. Ganz wichtig. Hier ist der Knopf auch dran. An einer etwas anderen Stelle, kein Problem. Du kannst das hier auch ziehen, drehen, machen, tun. Aber der ist ein bisschen klein geraten, aber er ist vor allem nicht rot. Warum zum Teufel ist der nicht rot? Was soll denn das? Auf die Art und Weise ist es so, dass du dich immer fragst, ja, welches war denn das? Ah ja, hier. Und jemand, der nicht jeden Tag an der Säge steht, wird sich jedes Mal fragen, ist der Knopf genau dafür oder nicht? Weil in der Regel ist es ja bei Bosch so, dass hier alles, was du bedienen kannst, ist hier rot. Und bei der Säge haben sie gedacht, ach komm, machen wir mal anders. Der Mann mit der Farbe hat gleich nochmal gefehlt, weil bei der Säge ist es so, dass wir hier Folgendes haben. Wir haben hier diese Stoppfunktion, um die maximale Schnitttiefe oder diesen Hinterschnitt hier hinten zu machen. Das heißt, dass wir hier hinten wirklich sehr, sehr hoch schneiden können, ja, an der Stelle. Deswegen können wir Folgendes machen. Wir arbeiten sonst immer so, ja, so und arbeiten jetzt hier an der Stelle. Ich zeige euch das mal. So, also wir können jetzt hier entsprechend sägen, sägen, sägen.
Aber wenn wir diese Schnitthöhe hier maximal ausnutzen wollen, dann wäre es ja sinnvoll, hier zu sägen. Und genau dafür gibt es diesen Knopf hier. Ich drücke das hier rüber, habe hier eine Begrenzung und dann kann ich hier diese Schnitttiefe an der Stelle maximal nutzen. So, diese Säge funktioniert wunderbar. Hat die Säge auch, funktioniert auch wunderbar, aber es ist hier an dieser Stelle etwas versteckt. Es ist nur hier so ein kleiner Hebel, den kann ich hier rein tun, so, und dann ist es hier ganz genauso. Tiefe ist begrenzt, ich kann entsprechend diese Funktion an der Stelle nutzen. Alles wunderbar. Wichtig ist keine Einschränkung, aber auch hier fehlt die Farbe. Ich meine, mal das doch einfach an, dann ist das Thema doch schon erledigt. Aber so ist es eher versteckt und sieht eher aus, als wenn es so ein Imbusschlüssel wäre, um irgendwas einzustellen. Nein, nein, das ist wirklich dazu da. Ich nehme das, kann das in 2 verschiedenen Tiefen einstellen und kann entsprechend damit arbeiten. Funktion funktioniert, keine Einschränkungen bis jetzt, alles kein Thema. Sowohl bei dem als auch bei dem ist es eher so ein optisches Thema. Jetzt kommen wir zum ersten echten Unterschied und das ist hier der Lieferumfang. Wir haben hier ein Professional Blatt. Nochmal ganz wichtig, bei Bosch gibt es Standard, Professional, Expert. Ja, hier haben wir also die zweite Linie, ein Professional Blatt, das ist schon ein sehr gutes Blatt, aber es ist nicht Expert, somit nicht das beste Blatt, was du von Bosch kaufen kannst für diese Anwendung. Bei der Säge, bei der SDE, siehst du hier, da ist schon das Professional Blatt gleich mit im Lieferumfang dabei. Natürlich kannst du das Blatt auch einfach dort reintun. Was dieses Blatt extra kostet, blende ich dir hier mal ein. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Unterschied, der doch größer ist, als man denkt. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Hier bei der SDE, bei der teuren, haben wir ein sehr hochwertiges Kabel. Also das ist etwas dicker, es ist besser gummiert, es biegt sich besser zurück, wenn wir hier irgendwann mal was machen. Ja? Und es ist relativ lang. Wir haben hier eine Länge von 2,70 Meter an Kabel, die wir dran haben. Bei der günstigen Variante hier haben wir ein ganz normales Standardkabel, ein ganz einfaches Kabel. Das funktioniert, kommt mit Strom auch durch, aber wenn wir das hier mal so zusammenknorkeln, ja, seht ihr hier, dann bleibt das hier schon eher auch mal drin. Ja, das hier ist sowieso schon vorher gewesen. Das haben wir hier mit dabei. Aber, also ein deutlich einfaches Kabel und das Kabel ist kürzer. Wir haben hier nur 2 Meter Länge, dadurch 70 cm weniger. Das kann schon einen Unterschied machen. Ergo hier einfach ausgestattet. Aber was wir hier haben ist, wir haben eine Kabelaufwicklung. Wir können das Kabel einfach hier aufwickeln. So, so, so. Jetzt haben wir natürlich nichts, um das zu befestigen, aber wir können das ja einfach hier drüber legen. Ja. Das funktioniert auch so. Bei der Säge hast du keine Aufwicklungsmöglichkeit original von der Säge. Du kannst natürlich überall die hier ran tun. Ich weiß genau, jeder von euch hat da so seine eigene Technik, kann man alles machen. Ich wollte nur sagen, hier einfaches Kabel, dafür aber Abwicklung, hier besseres Kabel und dafür keine Aufwicklung. Naja, egal. Nächstes Thema. Und das ist so ein richtiges, so ein Spooky-Thema. Thema Absaugung. Hier bei der Säge haben wir den Absaugpunkt hier oben. Okay. Bei der hier haben wir den Absaugpunkt, ja, im Wesentlichen eigentlich auch hier oben, auch wenn er etwas anders gebaut ist. So. Jetzt muss ich schon wieder den blöden roten Knopf suchen, den nicht roten Knopf. So, hier auch Absaugung, da auch Absaugung, nur ein Absaugpunkt. Aber was wirklich interessant ist, ist die Absaughaube, die wir dran haben. Denn hier bei der Säge seht ihr Folgendes, wir haben hier so eine typische Schlabberhaube hier nach unten, wo das Ganze eingefangen wird, so wo der Schmutz, bzw. die Späne so gegenschlagen und dann nach oben eingesaugt wird. Funktioniert so mittelmäßig gut, aber es funktioniert. Zusätzlich ist es so, dass es eingeschnitten ist, sodass du hier über das Holz entsprechend so rübergehen kannst und das nicht hängen bleibt. So, fein, haben wir. Bei der Säge ist es komplett anders gelöst. Wir haben hier so einen etwas merkwürdigen Trichter, der auch nach oben gebogen ist. Aus der Perspektive, aus der du jetzt guckst, siehst du erstmal, ja okay, aber wenn wir uns das von hier angucken, sehen wir, das ist ganz flach. Das heißt, die Späne gehen eher hier nach hinten weg und müssen hier durch Unterdruck irgendwie so eingefangen werden. Ob das richtig funktioniert, ich bezweifle das. Wenn du sagst, ich soll das mal ausprobieren, dann schreib es gerne mal in die Kommentare. Und weil ich weiß, dass viele von euch das Thema Absaugung natürlich interessiert, muss ich noch mal etwas anmerken zu genau diesem System hier. Wenn wir jetzt hier einen Balken hinlegen und dann hier drüber ziehen, ist es natürlich schon so, dass die Absaugung in der Form schon eher mal so drüber zieht und auch mal haken kann. Was man auch sagen muss, jetzt könnte ja einer von euch sagen, ja, sind die denn vielleicht kompatibel? Kann ich das hier als Ersatzteil nachkaufen und daran schrauben? Nein, das ist hier wirklich mit ran genietet. Um das hier abzubekommen, müsstest du diese Niete wirklich aufbohren und neu vernieten. Das ist nicht einfach so, dass du jetzt hier eine Schraube nur anziehst. Nee, nee, nee.
Nee, ich gucke nochmal. Nee, das ist wirklich drauf genietet. Das ist schon abbaubar, aber nicht einfach so mal schnell. Wenn dich das übrigens stört, kannst du natürlich auch ein Cuttermesser nehmen und das hier etwas kürzen, wird natürlich das Absaugergebnis verschlechtern. Hier an der Stelle hätte ich mir ehrlicherweise gewünscht, es wäre doch ganz simpel gewesen zu sagen, ich lege 2 verschiedene Sachen dazu und kann selber entscheiden, wie ich es gerne hätte. Aber hier ist es halt so dran und auch hier, ich gucke mal, ich will es nicht kaputt machen, das ist auch genietet. Ja, nur von der anderen Seite. Ist also auch nicht einfach tauschbar. Jetzt wird es groß. Jetzt geht es um die Verbreiterung der Säge und der Auflagefläche. Und da ist es ein riesengroßer Unterschied zwischen diesen beiden Sägen. Denn wir haben hier bei der SDE, also bei der 800-Euro-Säge oder aktuell 800-Euro-Säge, Folgendes. Wir haben hier den Tisch, den können wir erst einmal hier an der Stelle original haben. Wir können ihn aber auch ausfahren. Ja? Wir können ihn auch überall anders jetzt natürlich befestigen. Jetzt zum Beispiel ist er fest. Okay, einmal komplett raus. So, was wir jetzt hier haben, ist Folgendes. Wir haben einen relativ tiefen Tisch, also eine ordentliche Auflagefläche, aber hier in diesem Bereich haben wir gar nichts mehr. Da ist einfach leer. Ja? Hier ist nichts mehr. Wenn wir jetzt hier einen Balken drauflegen, hier ist gar kein Problem. Wenn wir ein Brett drauflegen, eigentlich auch nicht, aber irgendwie so emotional würde ich es cooler finden, wenn hier noch irgendwo Fläche wäre. So, an der Stelle bei der Säge haben wir einen riesengroßen Unterschied, nämlich, ihr seht jetzt hier schon Folgendes, ich kann hier Folgendes machen, ich kann hier nur das hier ausfahren, das heißt, das hier bleibt stehen. Was jetzt schon so ist, dass ich habe in diesem Bereich hier eine größere Auflagefläche, ja? Das ist schon etwas mehr. Zusätzlich haben wir aber eine Sache, die schlechter ist. Also hier, die günstige Säge hat hier ein etwas anderes Thema. Wir haben hier nämlich Folgendes, wir haben hier eine nicht so große Auflage. Wenn ihr das euch anschaut, auch so nebeneinander, ist das hier nur ja, so ein kleines Schnippel hier und da fehlt mindestens ein Drittel am Ende, dass es halt wirklich kleiner ist. Was wir aber zu sich haben, ist was anderes, nämlich eine Funktion, die die Säge nicht hat. Also die günstige Säge hat eine Funktion, die die andere nicht hat, und zwar genau dieses Teil. Jetzt könnte man sagen, ja, so ein blödes Metallteil, was soll denn das? Ja, das ist ein Riesenthema. Denn wenn wir hier Folgendes machen, wir legen hier einen Balken ein, können wir jetzt anlegen, ja, ich mache das einfach mal so, ich mache das hier fest, sage, das hier ist das finale Maß meines Balkens oder meiner Latte, was immer ich habe. Und dann ist es so, ich lege das hier drauf, kann sägen, runter, nächstes sägen, nächstes sägen, nächstes sägen, ohne jedes Mal nochmal neu nachzumessen. Das kann ich eben genau damit machen. Wenn ich es runterlege, kann ich wieder die beliebige Länge nehmen. Hier habe ich das nicht. Hier habe ich keine Möglichkeit, das entsprechend hier dran zu tun, beziehungsweise hier ist es einfach nicht original. Was ich natürlich schon machen kann, ich kann mir jetzt irgendwie ein Stück Blech nehmen, ein Stück Metall und kann das hier ranschrauben und das wäre auch möglich. Es gehört aber nicht zum Lieferumfang. Im Gegensatz übrigens zur GCM 12 GDL. Ja, da ist es so, dass du hier das hier als Option gleich mit dabei hast. Das kannst du dir auch woanders hin wieder einstellen, je nachdem, ob du es oben brauchst oder nicht. Aber so intuitiv wie bei der 305D ist es bei den anderen Sägen nicht. Dann haben wir noch eine Sache. Und das haben ja die neueren Bosch-Sägen sowieso als Thema, und zwar diese Ablagen hier. Denn ich habe ja eben etwas kritisiert, ich habe hier ja nur ein relativ kleines Teil, was ich ausfahre und so weiter und so fort. Ich habe damit, zum Lieferumfang gehören 2 davon, die kann ich einfach nehmen, hier einhaken und habe jetzt hier eine Verlängerung der Ablage. Ich kann es natürlich immer noch ausfahren, also ein- und ausfahren, jeder beliebigen Position kann ich es nutzen, aber ja, blödes Geräusch, ich weiß. Aber ich kann das hier auch abnehmen und zum Beispiel sagen, ich habe einen Balken, der kippt mir hier bei 2 Meter oder so ab, lege das also irgendwo hinten hin und lege es hier einfach, ja, jetzt habe ich hier einen Drehteil drunter, aber sonst ist es hier exakt auf derselben Höhe, lege das hin und habe auf meinetwegen 2, 3 Meter eine schöne Auflage. Zusätzlich ja, kannst du die übrigens auch nachkaufen. Als Ersatzteil kannst du auf jeden Fall nachkaufen. Und dann kannst du nämlich Folgendes machen. Du kannst sie auch hier vorne einhängen, hier an der Stelle. Wenn du hier so Teile hast, die eher so kleiner sind, in diesem Bereich, hast du eine schöne, breite Auflagefläche an der Stelle. Und wenn du jetzt sagst, ich kaufe nochmal 2 oder 4 nach, kannst du die 2 immer da drin lassen. Kannst du vielleicht hier noch welche hintun. Oder wenn du mal Not hast, kannst du rechts und links nochmal 2, 3 hintun, um entsprechend eine perfekte Auflage zu haben. Das finde ich eine wirklich coole und durchdachte Lösung. Wartet mal, hier kam mir irgendwas komisch vor, weil ich habe ja die Löcher hier, das sieht genauso aus wie bei der anderen Säge. Und jetzt haben wir noch mal in der Bedienungsanleitung geguckt und original sollte das eigentlich mit dabei sein. Das heißt, du hast hier doch einen Anschlag. Ist zwar ein bisschen anders gebaut, du musst ein bisschen mehr fummeln, aber der ist entsprechend dabei. Bei uns nicht, weil wir haben die Säge, glaube ich, schon 25 Mal außen eingepackt, muss irgendwo verloren gegangen sein. Nächster Unterschied ist das Thema Gehung und Neigung einstellen. Aber
Ehrlicherweise ist das eigentlich fast irrelevant. Es ist hier anders zu machen wie an der Säge, aber in beiden Fällen geht es und es geht auch eigentlich ganz gut. Hier bei der Säge ist es so, wenn ich das einstellen möchte, hier Hebel und dann kann ich, Hebel, so rum, war locker, und dann kann ich es entsprechend hier einstellen. Oder ich muss hier den Hebel ziehen und dann kann ich in diese Richtung das einstellen. Ist einfach, intuitiv und funktioniert, gar kein Problem. Ja? Bei der Säge ist es so, dass ich hier das hier entsprechend lösen muss und dann kann ich es auch einstellen, und zwar hier, so. Und dann muss ich hier noch einen Hebel drücken, dann kann ich auf zur anderen Seite. Also das ist jetzt für dich eigentlich keine wichtige Sache. Übrigens, also es ist nicht relevant für die Kaufentscheidung, finde ich. Ja, wenn ihr es anders seht, dann schreibt es mal gerne rein. Ich kann hier übrigens auch noch diesen Hebel ziehen, dann rastert das Ganze hier bei 22,5, 33,9 oder auch bei 47 Grad einfach ein. So war das. Raus, rein und jetzt rastert wir bei 0, fest und Ende. Das kann man alles machen, ist aber, finde ich, für die Kaufentscheidung wirklich schwierig, braucht man, also ist eigentlich egal. Ich kann es da einstellen, ich kann es da einstellen. Was für die Kaufentscheidung relevant ist, ist die Schnitttiefe. Nämlich, wie tief schneidet denn diese Säge hier eigentlich, wenn ich sie hier entsprechend einstelle. Ja, also wie tief ist hier der Schnitt? Und da muss ich sagen, das ist schon ein Unterschied. Nämlich, bei der Säge hier sind es 10 cm. Bei der Säge hier sind es 10 cm. Aber bei der GCM 12 GDL sind es nur 9 cm. Hier ist es wirklich weniger, wenn ich die Säge nehme und so entsprechend nach unten einstelle. Ja? So grob 9 cm. Was du aber natürlich schon machen kannst, ist bei allen Sägen dasselbe. Du kannst hier mit dem Tiefenstopp arbeiten, mit dem hier, kannst das Ganze einstellen, sodass du nur ganz knapp hier mit der Säge eintauchst in das Ganze, weil wenn du das schaust hier, das geht nochmal bedeutend tiefer. Und wenn du jetzt ein Stück Holz hast, was du nur so durchziehen möchtest, ja, dass du wirklich sagst, okay, ich ziehe das durch, habe vielleicht noch ein Opferholz davor, dann kannst du mit der Säge 12 cm schneiden. Und mit der Säge hier, mit der günstigen, kannst du nur 12 cm schneiden. Und mit der Säge kannst du 12 cm schneiden. Also am Ende ist es einfach so, es ist egal. Wenn du die maximale Schnitttiefe haben möchtest, dann kannst du mit allen arbeiten. Die beiden haben, ich sag mal, nativ, dass du dich nach unten durchziehst, mit 10 cm sogar noch mehr Platz als die GCM 12 GDL. Und jetzt kommen wir zu zwei Dingen, die für deine Kaufentscheidung vielleicht extrem wichtig sind. Und zwar Nummer 1. Diese Säge hier hat einen Doppellinienlaser. Das heißt, rechts und links vom Sägeblatt, zeigst du mit dem Laser an, zack, da schneide ich. Das macht die SDE, es macht aber auch die GDL. Die beiden Doppellinienlaser kennt ihr wunderbar, bums. Diese Säge macht das nicht. Diese Säge hat einen Schlagschatten. Und ich muss wirklich sagen, ich wurde geläutert. Ich wurde wirklich geläutert. Inzwischen, nach all den Jahren, kann ich sagen, ich finde Schlagschatten wirklich besser. Insofern wäre das hier eigentlich das bessere Licht, weil Schlagschatten zeigt hier immer exakt, an welcher Stelle das Sägeblatt sägt. Durch den Schatten eben. Das kannst du nicht verstellen. Wohingegen so ein Laser sich schon mal verstellen kann. Und das hatte ich auch schon bei verschiedenen Sägen durch unsachgemäße Benutzung, muss man ganz klar sagen. Das ist ein Riesenunterschied zwischen genau diesen beiden Sägen. Das nächste Thema ist das Thema Geschwindigkeitseinstellung. Bei der Säge gibt es genau zwei Geschwindigkeiten, an oder aus. Also du kannst hier die Geschwindigkeit nicht einstellen. Bei der hier kannst du hier am Motor, ich zeige euch das auch mal, genau hier an der Stelle wunderbar die Geschwindigkeit hier von 1 bis 5 einstellen, somit variabel an dein Material anpassen. Weil es für viele relevant ist, müssen wir noch mal über das Thema Größe und Ausladegröße sprechen. Und ich finde, eine Sache ist immer am relevantesten, nämlich von der Stelle hier, genau da, weil hier hört deine Werkbank auf. Wenn du es an eine Werkbank ranstellst, hast du hier den vordersten Punkt, so, weil sonst fällt sie immer runter. Also genau an der Stelle muss ich hier aufstellen, bis zum hintersten Punkt, hier. Nach ganz hinten, genau dahin. Wie tief hebt sie also in Summe auf? Wie tief muss dein Tisch sein, ja, um die Säge hinzustellen? Mindestens, wenn du an einer Wand arbeitest. Wenn du keine Wand hast, ist sowieso egal. So, und da ist es so, dass wir hier schon einen Unterschied haben, auch zwischen diesen beiden. Natürlich, wir haben unseren Klassen Primus GCM 12 GDL mit unter 50 cm bis nach hinten. Wobei man sagen muss, es sind eher so 48, aber durch die Drehung, wenn man hier irgendwie was einstellen möchte, dann 50 muss man schon mit
ausrechnen. Jetzt kommen wir zu der hier. Bei der Säge ist es so, dass wir hier eine Gesamttiefe haben mit dem Kabel. Das können wir nicht abschneiden, ja, das müssen wir hier auch ein bisschen berechnen, dass wir hier sind bei 70 cm. Übrigens, falls der eine oder andere sagt, Mensch, ja, hier vorne haben wir auch noch einen Fuß, weil wir können ja hier, das den ja auch noch aufstellen, den können wir nutzen, müssen aber nicht. In der freien Aufstellung macht das total Sinn. Wenn wir aber hier eine Schraube durchjagen, rechts, links, ist der Fuß hier eigentlich nutzlos, brauchst du dann nicht mehr. Das heißt, so tief musst du den wirklich nicht auf der Werkbank stehen haben. Okay, also wir hatten hier rund 50, hier rund 70 cm. Bei der hier sind wir schon bei 76 cm, die wir in Summe ausheben. Wir könnten jetzt auch über Kleinigkeiten und sprechen und streiten und machen und tun, aber das ist alles irrelevant. Hier etwas anderes Material, hier ist es zum Beispiel etwas raueres Material, sei es drum. Ich habe hier aber viele Sachen, die eben gleich ist. Ich habe hier einen Griff, ich habe hier Click and Clean und so weiter und so fort. Und ich habe eine Sache noch nicht erwähnt und die ist übrigens extrem wichtig für eure Entscheidung, nämlich die GCM 12 GDL. Hier kann man die Geschwindigkeit auch nicht einstellen. Und jetzt wird es nämlich wirklich so, eieiei, was ist denn jetzt für mich wichtig? Möchte ich absolut das günstigste Modell, ist es natürlich die hier. Aber wann solltest du welches Gerät kaufen? Die GCM 12 GDL, mega fancy, mega cool. Und ihr seht, ich wusste ja noch nicht mal ganz genau, bis vor 5 Minuten, weil ich musste nachgucken, kann ich hier die Geschwindigkeit nur einstellen oder nicht? Ja, weil es für mich persönlich einfach überhaupt nicht relevant war. Bis jetzt immer anmachen, volle Geschwindigkeit, Sägen, Freude und diesen schönen Arm genießen, fertig. Aber diese Säge kaufst du in der Regel aus vollem Grund, du nutzt sie stationär. Wenn du sie nicht stationär benutzt, würde ich eher wahrscheinlich zu einem dieser beiden halt tendieren, weil bei der hier kannst du ja für dasselbe Geld zum Beispiel auch die Geschwindigkeit einstellen und sie ist ein bisschen transportabel, finde ich auch wegen der Möglichkeit, wie ich sie anfassen kann und wie ich sie transportieren kann. Wenn du dich zwischen den beiden entscheiden musst, ist eine ehrliche Frage eigentlich nur Geschwindigkeit einstellen, ja oder nein. Ob du natürlich einen Laser haben möchtest oder ein Schlaglicht, ist persönliche Präferenz. Genauso, ob du jetzt zum Beispiel diese Auflagen haben möchtest oder nicht, ist auch hier persönliche Präferenz. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, ich brauche die Geschwindigkeitseinstellung eigentlich nie. Und wenn es einmal im Jahrhundert ist, dann kann ich mir auch anders behelfen. Deswegen würde ich persönlich ganz klar zu dieser Säge tendieren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, also ich ganz ehrlich bin, ich muss sagen, ich finde 305er Sägeblätter richtig cool, weil mit der hier kannst du einfach mal alles schneiden. Ihr schreibt mir in die Kommentare, was ist euer Lieblingsgerät, welches würdet ihr nehmen, würde mich super interessieren und übrigens auch warum. Und so lange kann ich nur sagen, ran an die Säge und bis zum nächsten Mal.